Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ingmar. Und ich bin Thorsten. Die Vorlauf- bzw. Warmlaufphase unseres Praxiskurses Allergien auflösen ist abgeschlossen. Und wir möchten dir in diesem Video in Kurzform die ersten erfolgreich aufgelösten Allergien vorstellen. Ja, kurz zum Hintergrund. Wir beide haben einen Online-Kurs ins Leben gerufen, wo wir Menschen mit Allergien begleiten. Gemeinschaftlich mit ihnen versuchen wir, die Ursache ihrer Allergie zu erforschen und anschließend mit einem einfachen Experiment aufzulösen. Und das Ganze basiert nicht auf dem klassischen Medizinmodell. Wir arbeiten mit einem anderen Medizinmodell. Das nennt sich die 5 biologischen Naturgesetze. Und wie der Name auch schon verrät, ist es ein wissenschaftlich-biologisches Konzept, mit dem wir hier arbeiten. Und wenn dich das direkt auch schon neugierig macht, dann guck mal unter das Video auf den Link www.krankheitistanders.de. Dort findest du zahlreiche Informationen zu diesem Medizinmodell. Und die nun folgenden Fälle, die jetzt kommen werden, lassen sich natürlich noch besser verstehen, wenn man dieses Modell schon ein wenig kennt. Wenn du das Lust verspürst, schau vielleicht kurz rein und guck dir anschließend unsere Fälle an. Beim ersten Fall geht es um eine Pollenallergie, genauer eine Frühblüherallergie, die seit etwa 20 Jahren bestanden hat. Und der Betroffene hat schon 2 Desensibilisierungszyklen durchgemacht, früher vor längerer Zeit, die seine Symptome auch etwas reduzieren konnten. Trotzdem hat er sich jedes Jahr wieder aufs Neue von einer Pollensaison zur nächsten geschleppt, wie das ja vielen Betroffenen leider so geht. Seine Symptome waren zum einen Augenrötung, dann Jucken in der Nase und im Gaumen und teilweise auch starke asthmatische Beschwerden. Nach den 5 biologischen Naturgesetzen muss es jetzt also vor mehr als 20 Jahren eine schwerwiegende, belastende Situation gegeben haben, in der, vereinfacht ausgedrückt jetzt, zum einen eine Angst gegen sich selber oder sein Revier, sein Rudel empfunden wurde, in der er etwas nicht aussprechen durfte, was ihm schon im Mund lag, auf der Zunge lag, und in der er tatsächlich jemanden aus den Augen verloren hat, wo es also einen Kontaktabriss gegeben hat. Und diese dramatischen Empfindungen mussten in einer Situation da gewesen sein, in der gleichzeitig Pollen, auf die er jetzt reagiert, in erhöhter Konzentration oder in besonderer Art und Weise anwesend gewesen sein müssen. Nachdem wir ihn da diese präzisen Fragen gestellt haben, hat er die ursächliche Situation tatsächlich relativ schnell gefunden. Also er hatte eine Vermutung. Und zwar ging es da um einen sehr schlimmen Partnerschaftsstreit mit anschließender Scheidungsfolge dann auch. Und mit diesem Wissen hat er sich jetzt ein Experiment überlegt. Und der Teilnehmer hat tatsächlich den Kurs gemacht Anfang des Jahres, bevor seine Symptome losgingen, also bevor die Saison losging. Und er hat jetzt dieses Experiment zur Auflösung mehrmals die Woche gemacht, einfach um sein Unterbewusstes schon darauf vorzubereiten, wenn jetzt bald die Symptome losgehen, wenn es das erste Mal diese Schiene, diesen Reiz, diese Pollen wahrnimmt, dass es dann nicht mehr mit den gleichen Symptomen, mit den gleichen Sonderprogrammen wie damals reagiert, sondern dass es jetzt weiß, okay, die Gefahr von damals, die existiert heute nicht mehr, die ist lange vorbei und ich kann diese Reaktion, diese Anpassungsreaktion oder Alarmreaktion von damals heute loslassen. Und auf dieser Weise hat er das tatsächlich entkoppelt. Er hat jetzt das erste Jahr überstanden quasi oder die erste Saison überstanden, ohne irgendwelche Symptome zu haben. Okay, dann kommen wir zu Fall Nummer 2. Das ist eine Laktoseintoleranz. Laktoseintoleranz, was ist das? Das ist eine Unverträglichkeit gegenüber Milch und Milchprodukten. Und die Teilnehmerin hat hier schon seit 20 Jahren diese Unverträglichkeit. Und symptomatisch ist das Ganze folgendermaßen abgelaufen. Sobald sie irgendwie ein Produkt mit Laktose verzehrt hat, hat sie schlagartig im Unterbauchbereich sehr starke Krämpfe bekommen und musste relativ umgehend auch eine Toilette aussuchen, weil sie sehr starken plötzlichen Durchfall bekommen hat. Also, wie man sich denken kann, keine so schöne Situation. Hier war es so, dass sie eigentlich die Klientin einer Heilpraktikerin war. Das heißt, sie ist also wegen ihrer Allergie zu der Heilpraktikerin gegangen. Diese Heilpraktikerin ist wiederum aber durch Zufall mit uns befreundet, wusste, dass wir diese Testphase von dem Kurs hatten und hat dann gesagt, komm, das verbinden wir doch einfach, dann machen wir den Kurs auch gerade mal mit.
Also gesagt, getan und schon ging es halt los. Und das Erste, was ich erstmal herausstellte, ist, dass die Teilnehmerin hier also wirklich denkt, dass Laktoseprodukte absolut schädlich für ihren Körper sind. Das war also eine feste Glaubenssatzverankerung und entsprechend hat ihr Körper auch dann biologisch reagiert. Denn wenn wenn der Körper sensorisch feststellt, dass da im Verdauungstrakt ein schädlicher, giftiger Nahrungsbrocken sitzt, dann muss der natürlich auch schnellstmöglichst via Durchfall rausbefördert werden. Und ich weiß es nicht mehr hundertprozentig im Einzelnen. Ich glaube, es gab so kleinere Experimente. Wir haben ja auch die Informationen über die Heilpraktikerin bekommen. Das heißt, Stimmt. wir haben nicht alle Details bekommen bei dem Fall. Ja, es stellte sich auf jeden Fall so nach und nach heraus, dass sie eigentlich gegenüber den meisten Laktoseprodukten gar nicht reagiert hat. Und das hat sie dann doch schwer erstaunt, weil damit ist ja ihr Glaubenssatz ins Schwanken geraten, weil eigentlich müsste sie ja auf alle Laktoseprodukte reagieren, wenn sie schon eine Laktoseunverträglichkeit hat. Das war wohl aber in der Praxis gar nicht so. Da gab es nur irgendwie eine spezielle Situation mit einem speziellen Umstand. Nur da war das der Fall. Alles andere hat sie vertragen. Und das wurde ihr immer mehr klar. Und dann gab es, soweit ich jetzt noch weiß, ein abschließendes Experiment, in dem es dann, es waren mehrere Experimente, wo es dann Schritt für Schritt konnte sie es dann tatsächlich auflösen. Für uns war eigentlich am Ende nur wichtig zu erfahren, hat sie es aufgelöst, ja oder nein. Und das ist der Fall und das hat uns sehr gefreut. Keine Allergie mehr vorhanden, 20 Jahre lang Unverträglichkeit, jetzt weg, das ist doch gut. So, der nächste Fall ist keine Allergie im klassischen Sinne, aber basiert genau auf den gleichen Mechanismen und ist besonders spannend. Der Betroffene hat über 20 Jahre immer wieder in verschiedenen Situationen im Leben mit epilepsieartigen Symptomen reagiert, was natürlich eine besondere Belastung ist und war. Und die Situationen waren einmal, wenn er sich erschreckt hat oder erschreckt wurde, dann, wenn starke Emotionen im Spiel waren, also wenn er ängstlich war, wütend war, wenn Müdigkeit, auch starke Müdigkeit da war oder auch bei Euphorie, dass er dann mit Krampfen reagiert hat. Und das dritte und besonders stark beim Kniesehnenreflex, der bei Untersuchungen teilweise ausgeführt wurde, wo er besonders stark darauf reagiert hat, wo wir erstmal schon selber gerätselt haben, wie hängt das denn alles zusammen? Kann das sein? Ne? Und er hat auch schon viel gemacht, viel probiert, also es wurden natürlich neurologische Untersuchungen gemacht, er hat Physiotherapie gemacht, er hat Magnesium genommen, alle möglichen anderen Nahrungsmittelergänzungen, also alle möglichen Dinge, die überhaupt nichts geändert haben an dem Zustand. Was sind die Symptome? Er hat mit Krampfen der Rücken- und Nackenmuskulatur reagiert, der Kiefer hat gekrampft, seine Bronchialmuskulatur stark, da kam dann so A-Laut hervor und seine Arme mit auffälligen Drehbewegungen. Und er hatte immer das Gefühl, das hat mit solchen Erlebnissen zu tun, die er damals vor 20 Jahren hatte. Er hatte da mehrere sehr, sehr wirklich schlimme, traumatische Erlebnisse und er hat immer gedacht, das hätte irgendwie damit zu tun, weil es in dieser Zeit tatsächlich auch losgegangen ist. Die Symptome haben aber auf eine andere Spur hingedeutet, denn dieses Krampfen tritt ja im Rahmen des Sonderprogramms, des infobiologischen Sonderprogramms, der quergestreiften Muskulatur auf innerhalb der Epikrise. Und der Konfliktinhalt dieser quergestreiften Muskulatur ist ja, dass man in einer Bewegung scheitert, dass man eine Bewegung nicht ausführen kann, dass man irgendwie die Kontrolle verliert, dass man nicht gut genug war, irgendetwas nicht geschafft hat. Und da haben wir entsprechend sehr präzise die Fragen stellen können, was denn da gewesen ist, wo er irgendwie mit Drehbewegungen gescheitert ist, wo er die Kontrolle verloren hat. Und da ist er eigentlich sehr schnell dann auf die Idee gekommen, dass das mit einem Autounfall zu tun haben musste, den er auch zu dieser Zeit vor 20 Jahren gehabt hat. Und zwar ist das so gewesen, er ist eine kurvenreiche Straße gefahren mit dem Auto und war so in so einer Art Flow. Also er hat das so als so war so richtig Glücksgefühle, die er da hatte. Ist er lang gefahren, relativ zügig und hat auf einmal gemerkt, dass er die Kontrolle über den Wagen verliert. Also nachher hat er wohl rausgefunden, dass es irgendein technischer Defekt war im Wagen, aber in dem Moment war nur so, ich kann nicht mehr lenken, der Wagen macht nicht mehr das, was ich will. Ja. Und wenn man das so, sind dann schon die Hände halt, ne? Schon mit. genau, die Kontrolle verloren. Diese Drehbewegung, Ja. die ja nachher dann bei den Krämpfen immer auftreten von dieser Muskulatur. Dann hat er kurz danach einen frontalen Aufprall gehabt, also bei dem Unfall, wurde aus dem Sitz geschleudert. Das heißt, er konnte sich nicht im Sitz halten mit der Rücken- und Nackenmuskulatur. Genau, er ist nach vorne geflogen. Genau.
Und als drittes hatte er dann diesen Schreck halt, ne? Das ist eine Bedrohung. Es ist meine Lebensgefahr, es ist eine Bedrohung gegen mich, was dann die Bronchialmuskulatur betrifft. Also sehr spannend zu sehen, wie hier diese einzelnen Muskelpartien tatsächlich genau zugeordnet wurden vom Gehirn. Das Zweite, was sehr spannend zu sehen ist, sind die Art der Schienen. Also was als Schiene, als Auslöser gespeichert wurde, der später in den nächsten 20 Jahren immer wieder das gleiche Sonderprogramm gestartet hat mit den gleichen Symptomen. Nämlich zum einen die Kniesehne, die unter massiver Spannung stand im Moment, wo er versucht hat zu bremsen oder im Moment des Aufpralls. Wenn ihr das mal probiert. Zu stützen halt. Ne? Genau, stützen, da ist massive Spannung auf der Kniesehne. Ja. Oder die Emotionen. Er war halt von massiver Freude zu extremer Angst gewechselt, sodass diese Emotionen als Schiene gespeichert wurden. Und als drittes halt dieses Erschrecken, also dieser Erschreckmoment, wo er realisiert hat, oh Gott, jetzt geht es um mein Leben sozusagen. Das ist der typische unerwartete Konfliktschock. Ne? Die Situation, genau. Ja, das war die Situation und als er jetzt die Ursache kannte, war es dann eigentlich relativ einfach, das Ganze aufzulösen. Er hat das schrittweise gemacht. Er hat zuerst angefangen, die Emotionen, also immer wenn er stärkere Emotionen hatte, hat er in diesem Moment sein Experiment ausgeführt, was er geplant hat dafür. Das heißt, immer geguckt, okay, jetzt freue ich mich gerade, jetzt ist irgendwas Tolles, sofort sein Experiment gemacht zur Auflösung, um einfach diese Emotionen davon zu entkoppeln. Und da gingen die Symptome dann schrittweise runter über die längere Zeit, es wurde dann immer weniger, bis er irgendwann dann den Mut gefunden hat, das gefürchtete Kniesehnen-Experiment durchzuführen. Also er hat dann irgendwann gedacht, okay, ich mache jetzt das hier, dass das Bein nach vorne schwingt, hat gleichzeitig natürlich sein Experiment gemacht, seine Dinge sich bewusst gemacht, die nötig sind, um das Ganze aufzulösen. Und tatsächlich ist dabei kein Krampf mehr aufgetreten. Er hat das Experiment noch mehrfach gemacht, die nächsten Tage, ohne irgendeinen Krampfen im Anschluss. Wow, 20 Jahre lang epileptische Anfälle und dann nach relativ kurzer Zeit dann komplett aufgelöst. Das ist mal richtig gut, würde ich sagen. Das war großartig. Also hat er auch wirklich super gemacht und super durchgehalten, dann über längere Zeit, das dann auch schrittweise immer weiter in den Griff zu bekommen. Super. So, okay, kommen wir nun zu Fall Nummer 4. Hier geht es um eine Allergie auf Parfüm und auf chemische Duftstoffe. Und der Betroffene hat das seit 15 Jahren, wie er geschildert hat. Die Symptome, die er immer hat, sind eine starke Benommenheit, Konzentrationsschwäche bis hin zum Blackout, wie er erzählt hat. Er hat Verwirrungsgefühle, Desorientiertheit. Das waren so die Symptombeschreibungen. Und da gab es auch zum Beispiel direkt ein Beispiel. Da kann er sich entsinnen, dass er einen Elternabend leiten sollte. Und dann kamen natürlich die ganzen Eltern rein. Und auf einmal kam eine Person mit einem sehr starken Parfümgeruch. Und es hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes zugenebelt. Dann wusste er auf einmal gar nichts mehr, weder vor noch zurück. Dann wurde er auch entsprechend etwas eigenartig angeguckt und auch angesprochen, was mit ihm los sei. Und man hat ihn dann letztendlich an die frische Luft befördert und dann kam er so langsam aber sicher dann wieder zu sich. Also so hat er das halt immer erlebt. Und wir haben es hier mit keiner klassischen Allergie zu tun, wo wir normalerweise eigentlich eine Schiene, einen Begleitumstand benötigen, der unterbewusst wahrgenommen wird, der dann die Symptome auslöst. Wir haben es hier zu tun mit einem immer rezidivierenden, sinnvollen biologischen Sonderprogramm. Und ich versuche das mal zu erklären, wie das geht. Das geht jetzt so, dass wir hier es geht um entodermales Gewebe im Nasenbereich, das ist die untere Schleimhaut. Und die nimmt auf der linken Körperseite diesen Giftstoff wahr und gleichzeitig versucht sie auf der rechten Seite den wichtigen Sauerstoff aufzunehmen. Und dadurch haben wir im Stammhirn auf der linken Seite einen Konflikt aktiv und auf der rechten Seite einen Konflikt aktiv. In dem Moment sind wir in einer Konstellation. Man sagt immer, Menschen, die das haben, sind konszerniert und Menschen mit dieser Stammhirnkonstellation, die haben in dem Moment dann die entsprechenden Symptome wie diese Konzentrationsschwäche und das Blackout. Und das kennt auch wahrscheinlich jeder von euch. Jeder hat es wahrscheinlich schon mal erlebt, wenn man in der Schule nämlich vom Lehrer gestanden hat, der einen gerade prüfen wollte und man ja eigentlich diese Situation möglichst schnell loswerden möchte. Wer möchte schon gerne geprüft werden? Und auf der anderen Seite versucht man irgendwie diesen Informationsbrocken reinzubekommen. Was will der von mir? Wie war das noch? Ja? Und schon habe ich meine
Konstellationen, meine Konflikte links und rechts und schon bin ich in diesem Blackout halt drin. Und so muss man sich das bei ihm halt vorstellen. Da kam der Duftstoff und zack, Blackout, da ging halt dann gar nichts mehr. Ich glaube, er hat auch noch beschrieben, dass er das Gefühl hatte, es würde alles an ihm haften und er musste es losduschen und erst, wenn er das dann gemacht hat, dann kam er so langsam, aber sicher auch irgendwie zur Ruhe. Also das war schon... Das hat auch tatsächlich in seinen Haaren, ne, teilweise, er hat es dann noch wahrgenommen und da kam er halt nicht los, bis er geduscht hat tatsächlich teilweise. Ja. Und gut, so, aber wie kam das denn jetzt eigentlich, dass dieser Duftstoff so als Gift, als Gefahr wahrgenommen wurde? Und dazu hat er uns auch eine E-Mail verfasst und die hast du als Text dabei, dann kannst du die mal kurz vorlesen. Jawohl. Also er schrieb bei der Ursachensuche im Kurs: Ich habe das auslösende Ereignis mit einem sehr deutlichen Bild noch sehr gut vor Augen. Meine Mutter kam, als ich Mitte 20 war, in meine Wohnung, schnüffelte, ging zur Toilette, klappte den Deckel mit den Worten hoch: Boah, der Toilettenstein stinkt dir durch die ganze Wohnung. Weißt du nicht, wie giftig das ist? Und sie habe MCS, also multiple Chemikaliensensibilität und so weiter und so weiter. Also er hat ihm da quasi so einen Vortrag gehalten, wie schrecklich giftig solche chemischen Stoffe denn seien. Ja, und so wurde dieser Glaubenssatz der Mutter auch fest im Leben des Jungen verankert und das Ganze für 15 Jahre. Also von nun an waren Duftstoffe, chemische Stoffe auf einmal das pure Gift. Und ja, in diesem Fall, wie löst man sowas auf? Hier ist es jetzt nicht so damit getan, dass man normalerweise ein Experiment zur Entkopplung dieser Schiene tätigt, sondern hier muss man eigentlich versuchen, neue Glaubenssätze zu schaffen, also ihm versuchen klarzumachen, dass Duftstoffe nichts Schlimmes sind. Das haben ja alle Menschen so an sich und die leben ja nun auch ohne Symptome. Wir hatten da auch verschiedene Ansätze von anderen Experimenten, wo man vielleicht versucht, eben nur ganz kurz einen Duftstoff auszusetzen, um dann aber auch schnell wieder sage ich mal, an die sichere Luft zu können. Das waren verschiedene Ideen. Es kam eigentlich gar nicht wirklich dazu, das zu Ende zu denken, denn es gab eine glückliche Fügung in diesem Fall. Und zwar hat er nämlich eine nette Frau mit einem toll duftenden Parfum kennengelernt. Und den Rest der Geschichte kann man sich ja vielleicht ein bisschen denken. Auf jeden Fall. Die wissen ihn ja gar nicht. Die wissen ihn gar nicht, aber geht das Kopfkino an. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass natürlich auf einmal dieser Duftstoff, der ja vorher hochgradig giftig war, der war jetzt positiv besetzt. Auf einmal ist es ja was ganz Tolles. Ja. In dem Moment ist es natürlich so, dass ich jetzt kein Gift mehr wahrnehme auf der linken Seite und auf der rechten Seite jetzt auch nicht mehr diesen Sauerstoffbrocken unbedingt brauche. Damit habe ich keine Gehirnkonstellation im Stammhirn und damit habe ich auch keine Symptome. Das hat er dann realisiert, dass er das jetzt ja nicht hatte. Also jetzt war ja Parfum gut. Und dann fing er es an, natürlich entsprechend umzusetzen, auch auf alle anderen Gerüche, von denen er wusste, dass er bis dahin da immer drauf reagiert hat. Da kam aber dann auch nichts mehr und damit war die Allergie aufgelöst. Bei dem folgenden Fall handelt es sich um eine Fructoseintoleranz, die seit mehr als 10 Jahren bestanden hat. Die Symptome waren hier Durchfall und Blähung. Und das Interessante hierbei ist, dass es sich, nennen wir es mal, um eine iatrogene Allergie gehandelt hat, also eine durch den Arzt, durch die Diagnose verursachte Allergie. Okay. Es kam so, dass sie zu der Zeit, als sie die Diagnose bekommen hat, über Monate waren es oder mehr sogar mit Verdauungsproblemen zu tun hatte, also alle möglichen Symptome in dem Bereich, einfach weil sie zu dieser Zeit in ihrem Leben mit diesem Sonderprogramm rezidiviert hat. Und sie ist dann zum Arzt gegangen und hat unter anderem diese Diagnose Fructoseintoleranz erhalten. Und man muss sich jetzt bewusst machen, dass durch die Diagnose, egal ob sie stimmt oder nicht, das Unterbewusstsein jetzt diese Verknüpfung macht, ja Moment, Fructose schadet mir. Fructose darf ich nicht mehr zu mir nehmen, weil es ist gefährlich für mich. Und durch diese Verknüpfung mit Gefahr bei Fructoseessen reagiert der Körper dann natürlich sinnvollerweise mit Durchfall, um diesen gefährlichen Nahrungsbrücken schnellstmöglich wieder aus dem Körper hinaus zu befördern. Und als ihr das dann im Rahmen des Kurses klar wurde, dass die Ursachen damals für ihre Verdauungsgeschichten eine ganz andere war und gar nichts mit Fructose zu tun hatte und dass im Prinzip nur eine Art Verwechslung vorliegt, also dass ihr Unterbewusstes, ihr Gehirn fälschlicherweise verknüpft hat, dass Fructose dafür verantwortlich war. Ja, wurde ihr dann klar, okay, Fructose war gar nicht die Ursache für meine Probleme, Fructose ist harmlos, ich kann es essen wie jeder andere auch, und hat dann durch ein ganz einfaches Experiment diese Verknüpfung auflösen können
und von dann an nicht mehr weiter reagiert. Ist ja relativ schnell, unkompliziert und einfach gewesen. Ja, genau. Ja, kommen wir nun zum nächsten Fall. Fall Nummer 6, wenn ich richtig mitgezählt habe. Das ist eine Apfelallergie. Das hatten wir ja schon mal. Da sind wir ja quasi schon drin geübt. Es ist eine klassische Allergie. Und hier ist es so, dass der Betroffene seit 25 Jahren, immer wenn er Äpfel gegessen hat, so mit Symptomen im Rachenraum reagiert hat, mit Kratzen, mit Jucken, mit Brennen und auch hier von der Bronchialmuskulatur mit einer leichten Atemnot reagiert hat. Erschwertes Einatmen. Genau. Erschwertes Einatmen, ja, so, das beschreibt es dann, glaube ich, besser. Und ja, bei der Ursachenforschung hat sich dann also herausgestellt, dass er sich an eine Situation so ganz vage entsinnen kann, die ja nun auch 25 Jahre zurücklag. Da war er selber im Kindesalter auf einem Kindergeburtstag eingeladen und da wurde, also die Situation war irgendwie die, dass er sich gezwungen fühlte, Äpfel zu essen. Und man muss sich das so vorstellen, dass man in dem Moment diesen Apfel ja nicht schlucken möchte mit dem Rachen, ne, vereinnahmen möchte, sondern möchte es eigentlich wieder ausspucken. Und dadurch reagiert dann die Schleimhaut mit den entsprechenden Symptomen wie Kratzen, Jucken, Brennen. Und ganz offensichtlich musste auch noch eine Schreckangstgefahr mit dabei gewesen sein, sonst würde die bronchiale Muskulatur nicht reagiert haben mit dem erschwerten Atem. Und er hat dann daraufhin Experimente gemacht und soweit ich noch weiß, beim ersten Experiment hat er die Symptome sehr stark reduzieren können und bei dem zweiten Experiment hat er es dann vollständig auflösen können. Und spannend war, dass er tatsächlich die ursächliche Situation nicht genau wusste. Also er hatte eine Vermutung, das könnte die Situation gewesen sein, wo er sich gar nicht richtig genau daran erinnern konnte, hat damit das Experiment zur Auflösung gemacht und es hat funktioniert. Zum Abschluss noch der Fall, der bisher am schwierigsten und komplexesten war aufzulösen. Eine Allergie auf Handystrahlung, die seit mehr als 25 Jahren bestanden hat. Schwer deshalb, weil zum einen die Symptome schwer zu differenzieren waren. Es handelte sich ausschließlich um starke Kopfschmerzen, die auch mit 5-BN-Kenntnis natürlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Ursachen haben kann und somit nicht ganz leicht dazu zuordnen ist. Zum anderen, weil der Auslöser natürlich unsichtbar ist. Handystrahlung sieht man nicht, das heißt, die ursächliche Situation, die wir suchen, kann alles sein, weil man das Handy in dem Moment ja gar nicht gesehen hat. Es kann ja einfach in der Tasche von irgendjemandem gewesen sein. Das hat den Fall deutlich kompliziert, aber trotzdem haben wir eine lange Analyse gemacht und klar war, oder die Symptome haben ergeben, dass es eine Situation gewesen sein muss, vor mehr als 25 Jahren, wo sie das Gefühl hatte, da kommt eine Gefahr auf mich zu, der ich nicht ausweichen kann. Also ein Ohnmachtsgefühl, ein Frontalangstgefühl von einer drohenden Katastrophe. Und das betrifft vom Gewebe her die Kienbogengänge oder die Schilddrüsenausführungsgänge. Und das Steuerungsrelais davon ist im Frontallappen. Und wenn es da zu einer Schwellung kommt im Rahmen des Sonderprogramms, dann drückt diese Schwellung auf die benachbarten Relais des Perikraniums. Das ist die Knochenhaut des Schädels. Und durch diesen Druck entstehen dann die Schmerzen, die entweder hemisphärisch begrenzt sind, also nur auf einer Hälfte, oder wenn beide Seiten betroffen sind, dann den ganzen Kopf betreffend. Und das war unsere Vermutung, dass das hier symptomatisch vorhanden ist. Und sie konnte jetzt anhand dieser Fragen genau forschen, was ist da gewesen, wo gab es so eine Situation, wo irgendwie eine drohende Gefahr auf sie zukam und sie saß da und konnte der nicht ausweichen und hatte dann auch relativ schnell eine Idee, nämlich sie hat sich an eine Autofahrt erinnert, wo sie 3 Stunden als Beifahrer saß und sie war halt mit dem Fahrstil des Fahrers überhaupt nicht einverstanden. Es war halt immer so ein enges Auffahren und sie hat halt die ganze Zeit damit gerechnet, oh Gott, jetzt kracht's, oh Gott, jetzt gleich. Und sie war halt die ganze Zeit in dieser Ohnmachtsstarre. Und es ist gut möglich, es war halt genau zu dieser Zeit, wo damals Handys angefangen haben aufzukommen. Und es ist gut möglich, dass der Fahrer die ganze Zeit ein Handy in der Tasche hatte, was halt die ganze Zeit sie sozusagen bestrahlt hat. Und wenn sie diesen Reiz vorher noch nicht kannte und ihr Organismus diesen halt irgendwie wahrgenommen hat, wie auch immer, aber es ist ja gut möglich, dass eine Sensorik dafür existiert, dass halt während dieser Frontalangst die ganze Zeit dieser Reiz da war und dann entsprechend als Schiene gespeichert wurde.
Ja, das Experiment, was sie sich überlegt hat, da ging es ja darum, dem Unterbewussten oder dem Gehirn zu zeigen, dass Handystrahlung nicht gleichzusetzen ist mit einer drohenden Katastrophe, die auf sie zukommt. Das heißt, sie hat entsprechend ein Experiment unter Vorhandensein von Handystrahlung ausgeführt, was tatsächlich dazu geführt hat, dass ihre Symptome gravierend runtergegangen sind. Also noch auf einem ganz kleinen Level. Es gibt verschiedene Situationen noch, wo ab und zu noch mal ein bisschen Symptome auftreten. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass einfach durch ihre Situation, durch ihr Leiden damals, sie ja viele Folgesituationen erlebt hat, wo das Umfeld völlig unverständlich reagiert hat, weil die meisten Leute denken, ja, das ist Quatsch, das ist simuliert und was weiß ich. Das heißt, da hat sich ganz viel bei ihr aufgebaut, was wahrscheinlich dann noch dazu führt, dass da einfach noch ein paar andere Dinge dranhängen, die sie jetzt Schritt für Schritt ebenfalls noch auflösen kann, wenn sie das möchte. Das Wichtige ist, der Leidensdruck ist vorbei, also es ist jetzt einfach in einem ganz niedrigen Maß, was nicht mehr großartig stört. Tatsächlich kann sie jetzt auch beschwerdefrei und entspannt mit ihrem eigenen Smartphone umgehen. Ja, das war die Zusammenfassung der spannenden Fälle der ersten 7 erfolgreichen Teilnehmer unseres Kurses. Und falls dich der ein oder andere Fall neugierig gemacht hat und du vielleicht sogar noch ein paar Fragen mehr hast, weil es dir noch nicht so genau vorgekommen ist, dann kannst du gerne mal unter dem Video in die Kommentare etwas reinschreiben. Vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere Kursteilnehmer von uns animiert, entweder dort etwas ausführlicher zu antworten. Oder vielleicht sogar das Ganze als Erfahrungsbericht selber ein Video zu machen. Wäre natürlich großartig, wenn Sie durch eure Kommentare dafür ein bisschen motiviert werden können. Ja, so Erfahrungsberichte würden wir uns auf jeden Fall sehr wünschen. Aber bei dieser Gelegenheit auch mal wirklich großes Lob an unsere Allergieauflöser für ihre eigenverantwortliche Experimentierbereitschaft. Das ist nämlich nicht ohne, dazu gehört auch ein bisschen Mut. Also von daher nochmal vielen Dank, denn ohne euch würden wir jetzt ja auch nicht hier stehen und darüber berichten können. Ja, was könnt ihr machen? Ihr könnt zum Beispiel unseren Kanal abonnieren, ihr könnt unsere Facebook-Seite besuchen, Links findet ihr unter dem Video. Ihr könnt zum Beispiel auch euch bei dem Newsletter von krankheitistanders.de eintragen und euch dort regelmäßig mit neuen Informationen versorgen lassen. Ja, solltet ihr eine Allergie haben, könntet ihr ja auch bei unserem Online-Kurs mitmachen. Das würde sich jetzt anbieten. Aber vielleicht kennt ihr ja auch einfach jemanden, der unter einer Allergie leidet und diese gerne auflösen möchte. Und dann könntet ihr uns da weiterempfehlen. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und vor allen Dingen vielen Dank für das Interesse von dir an diesem Thema.